Mein Name ist Enno Poppe, ich bin Komponist und Dirigent, komme aus dem Sauerland, lebe seit bald 30 Jahren in Berlin und bin eigentlich von morgens bis abends mit Musik beschäftigt. Musik, die ich schon kenne, macht mich müde. Ich werde von Musik gerne überrascht, ich werde nicht gerne gelangweilt und ich mag das Unverständliche. Schnur war mein letztes großes Projekt. Das ist ein Konzert für Violine und Orchester, das ich für Caroline Wittmann geschrieben habe und das NDR-Orchester. Ein wirklich lang gehegter Wunsch von mir, ein Violinkonzert zu schreiben. Das ist ein Wunsch, den ich schon seit sicher 25 Jahren habe. Für Caroline Wittmann will ich auch schon seit Jahren etwas machen. Ich finde sie eine ganz wunderbare Geigerin, eine tolle Kollegin, mit der man wirklich sehr viel Spaß hat, eine lustige Person, die einen wirklich fantastischen und sehr vielfältigen, flexiblen Klang hat. Die Zusammenarbeit mit anderen Musikern ist für mich absolut notwendig, schon deshalb, weil das Komponieren sonst so ein einsames Geschäft ist. Wenn ich am Schreibtisch sitze und mir einfach nur einen einzelnen Ton vorstelle, ist es eigentlich schon schwer. Wenn ich Caroline Wittmann habe, die steht neben mir und spielt diesen einen Ton, ist es was völlig anderes. Allein die emotionale Qualität, die Ausdrucksqualität von diesem einen Ton auf der Geige gespielt, kann ich auf dem Papier nie abbilden. Das heißt, ich brauche immer diese Rückbindung und immer diesen kommunikativen Austausch, nicht nur wegen der Personen, sondern auch wegen der Klänge und der expressiven Qualitäten der Klänge. Das Dirigieren ist für mich sehr wichtig, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, mit Menschen gemeinsam Dinge auszuprobieren. Was ich besonders gern mag, ist mit Komponisten arbeiten. Also beim Dirigieren hat die Komponisten dabei zu haben, in Proben mit Komponisten und Musikern gemeinsam Dinge herauszufinden und zu erarbeiten, die Musik weiterzuentwickeln. Das Dirigieren hat für mich sehr viel auch mit Forschung zu tun, also mit einer Laborsituation, dass ich mit meinen Musikern gemeinsam und den Komponisten, dass wir uns Musik anschauen und schauen, dass wir irgendwo anders rauskommen, als wir gestartet sind. Ich habe sehr früh angefangen, auch mich mit Partituren zu beschäftigen. Ich habe so mit 10, 11 Jahren eigentlich angefangen, wirklich Partituren zu lesen. Und mein Ehrgeiz war, ich wollte das können, wie man ein Buch liest. Und das ist quasi eigentlich das, was davon ich sicher heute noch zehre. Also es von dieser kindliche, selbstverständliche Umgang mit Noten als Texten ist das, was mich als Komponist bis heute mir vieles einfach macht.